Alter. Scheiße. Da können wir nochmal hinterher. Oh, da kommt noch einer. Die Verrückten, du. Da wollen wir noch hinterher hier. 200, die kriegen wir doch. Jetzt haben wir 13. Alter Schwede. Lambo. Er kann nicht abhauen. Er kann nicht abhauen. Moin Leute, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wie ihr sehen könnt, stehen wir hier am schönen M4 von G-Power veredelt. Wenn ihr mich noch nicht kennt, ich bin Sascha. Ich habe seit 6 Jahren einen E92 M3, mache YouTube-Videos und habe seit ein paar Monaten den M4. Und das ist kein normaler M4, der ist getuned von G-Power. Hat Upgrade-Turbolader, hat eine AK Povich Evolution Anlage drauf und HJS Downpipes. Und PS-mäßig müssten wir jetzt bei 600 PS liegen. Zeiten hat ihr auch schon mal gemessen, das verlinke ich hier oben in einem anderen Video nochmal. Könnt ihr nochmal reinschauen, das Beste war 6,35, 100 bis 200, was ja super ist. So schnell wie im Ferrari oder so, hat die auch schon mal auf meinem Kanal gemessen. Das ist einfach nur genial. Und deswegen wollte ich euch heute mal den zeigen, den Wagen. Wir fahren damit gleich mal ein bisschen durch die Landschaft, dann Tunnelaufnahmen kommen nochmal, damit ihr das Sound nochmal hört. Dann gibt es natürlich noch VMAX heute auf der Autobahn, weil es ist jetzt Sonntagmorgen und das wollte ich ja schon immer mal machen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch weitere Videos zum M4 sehen wollt, zum E92 M3, zu anderen M-Modellen. Das kommt auch immer auf meinen Kanal, werde ich andere Modelle vorstellen und euch noch Hilfe geben zum M3, wie man einen M3 bekommt, worauf man achten sollte. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit dem Video und ich sage einfach mal, los geht's. So Leute, guckt euch das doch mal an. Also vorne Sitze ist alles noch fast Serie. Die Höhe, natürlich muss man noch ein bisschen tiefer. Das kommt auch noch. Ein bisschen Spurplatten drauf, ein Aufkleber noch. Da bin ich, wie gesagt, noch gerade dabei, ein anderes Logo zu entwickeln. Ich hatte schon die Rückleuchten, hatte ich auch schon mal geändert. Und was ihr da hinten klappern hört, ist eine blöde Endrohrblende. Das muss ich auch nochmal neu machen. Die sind leider genietet, deswegen konnte ich die jetzt nicht festschrauben. Hier seht ihr es auch nochmal. G-Power. G-Power, G-Power. Logo muss ich nochmal ändern, also das mache ich nochmal ab vielleicht, weil BMW-Logo gefällt mir auf jeden Fall besser. Und so sieht er von vorne aus. Ja, sieht einfach mega. Also M4 ist einfach Wahnsinn. Von der Optik her einfach Bombe. Ich wollte immer ein weißes Auto haben und M4 ist schon mega. Was ich ja nochmal zeigen wollte innen drin, da habe ich die Lenkradspange habe ich noch drin hier. Es gibt gleich auch noch Tachokamera habe ich noch dran, oben GPS habe ich noch dran, damit wir das auch richtig festhalten können alles. Innen drin seht ihr jetzt auch nochmal G-Power Aufkleber hier, kennt ihr. So, G-Power. Das ist ein Soundcheck und gleich mal VMAX, wa? So, dann sitzen wir drin hier. Bin mal gespannt, wie viel der fährt VMAX. Nochmal Soundcheck im Stand. Hört sich schon super an, ey. Also ich bin auf meinem Kanal schon viele Autos gefahren, auch andere M4s, M5 und einfach mega. Und von der Beschleunigung her ist das fast so das Schnellste, was ich hier gefahren bin. Oh, Eichhörnchen. Da müssen wir aufpassen. Und macht einfach so viel Laune, Leute, wenn ihr sowas noch nicht gefahren seid und ja, die anderen Autos stehen einfach nur so. Und wenn du überlegst, sag ich mal 6,35 war das Beste, sag ich mal 6,5 fährst du, das sind echt so Zeiten so von, ja, Ferrari, Lambo und so. Das ist schon genial. Und im Alltag kannst du auch ganz normal entspannt fahren. Das war mir auch sehr wichtig. Und hier oben seht ihr auch die Racebox, die hatte ich ja schon getestet, das verlinke ich hier auch nochmal. Ganz großes Display und sehen auch dann gleich die Höchstgeschwindigkeit. So seht ihr es hier oben. Dann sind wir das safe, weil das wolltet ihr auch ja gerne wissen, GPS gemessen. Aber ich sag's euch, ist einfach der Wahnsinn, auch von der Povich-Anlage, wie laut das ist, auch mit den Downpipes. Ist auf jeden Fall kein Vergleich zum V8. V8 ist V8 und das ist das Beste überhaupt. Oder V10. Aber die Kombi hier ist einfach perfekt. Einfach zu laut. Das ist einfach krass. So. Könnt ihr es mal sehen. Haben wir schon 200 drauf. Er ist so krass, Leute, 200, drückst drauf, es geht so weiter. Deswegen müssen wir eigentlich spielend leicht gleich die 300 erreichen. Was natürlich sehr geil ist mit den Keramikbremsen, der Druckpunkt und dass du immer diese Power hast zum Bremsen, das brauchst du auch. Also so viel Leistung hier. So, jetzt ist unbegrenzt.
nicht, wie die hier fahren. Ja, aber seht ihr, wie schnell das geht? Das ist einfach der Wahnsinn. Wir fahren jetzt mal bei 150. So, jetzt haben wir 140 Leute, jetzt guckt ihr drauf. 210, 220, 230, 260, 270. Knapp 300. Ich will jetzt hier nicht. Kommt die Kurve wieder. Alter. Scheiße. Da können wir noch mal hinterher. Oh, da kommt noch einer. Die Verrückten, du. Da wollen wir noch hinterher hier. 200, die kriegen wir doch. 250. Porsche und Lambo. Sehr geil. Schöner Porsche hier. Alter. Die Verrückten. Gucken, ob wir so eine Porsche mal schnappen können. Natürlich nicht. Alter Schwede. Lambo. Oh, wie laut er ist, Leute. Er kann nicht abhauen. Er kann nicht abhauen. Der wundert sich, glaube ich, auch gerade bestimmt, was da los ist. Alter. Wie geil ist das denn, Leute? Das ist doch geil. Das ist doch einfach geil, so ein Lambo, ey. Vor dem Rückspiegel, Alter, sieht so böse aus. Das ist einfach krass, Leute. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Das macht doch Laune. Und der Porsche hinterher. Ach, das hat sich doch mehr gelohnt, das früher aufstehen, du. Scheiße, ist das geil. Geile Leute. Liebe Grüße, du. Aber er konnte nicht abhauen, der Lambo. Hat er sich gewundert, was denn da auf einmal Sache ist. Sehr, sehr geil. Boah, wie laut. Ich höre den hierhin noch. Hört ihr das? Das ist krass. Porsche und Lambo auf Autobahn. Scheiße. So, wieder fast 300 drauf. Ey, ist krass. Oh, scheiße, ich muss tanken. 38 Kilometer nur noch. Scheiße, ich muss tanken. Ach Leute, so geil. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Ich muss auf jeden Fall tanken. Kacke, ey. So eine Scheiße. Ich hätte doch mehr als halb voll heute Morgen. Kacke, ich muss die nächste Tankstelle. Oh, bei 300 zieht er noch so durch, ey. Ist doch Wahnsinn, Leute. Bei 300 zieht er noch so durch, ey. Das ist einfach krass. 300, ey. Du drückst drauf und bei 300 schiebt er noch. Alter, krasse Scheiße. Jetzt bin ich aber geladen. Jetzt. Oh, Scheiße, ist das geil. Lambo, Porsche, Turbo hier. Scheiße, 30 Kilometer. Hoffentlich kommt der Tank hier jetzt, ey. Ich höre bis hierhin noch. Scheiße.
Abstand, weil man weiß jetzt nicht, ob einer rüberzieht, wisst ihr? In der Mitte. Aber das ist doch krass. Scheiße. Ich muss jetzt tanken, ey. Kacke 28 Kilometer. Ich bleib gleich irgendwo stehen, ey. Scheiße. Naja, was soll's. Ich muss jetzt leider Adieu sagen hier. Sonst komme ich nicht mal weiter. Auf jeden Fall sehr geile Aktion. Hat mich gefreut. Ah, liebe Grüße an den Lambo-Fahrer, da kommt Tankstelle. Ja. Scheiße, hoffentlich müssen die auch tanken, das wäre ja geil. Aber ich glaube nicht. Sehr geil. Ja Leute, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß mit dem Video. Einfach super genial. Sowas wünscht man sich ja immer. So. Weil die anderen ist einfach zu langweilig. Du hast jetzt keine Gegner großartig. Ihr habt ja gesehen, der Lambo, der konnte nicht wegziehen, ist rechts rüber gefahren. So geil, und das mit dem M4. Ja, liebe Grüße nochmal an G-Power, habt ihr gut gemacht. Und es war mir eine Ehre, mit euch wieder dieses Video zu verbringen. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Teilt das Video, es war super geil, hat super viel Spaß gemacht. Und ja, einfach alles super viel Spaß. Ich bin immer noch happy, ich bin immer noch so voller Adrenalin. Ja, das soll es gewesen sein, Leute. Ich hoffe, ich komme noch bis zur Tanke. 21 Kilometer kann ich noch fahren. So spielt das Leben mit. Im nächsten tanke ich voll. Deswegen haut rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wenn das hochkommt. Und ich sage mal bis die Tage, haut rein. Ciao.